als 9000 Kilometer südöstlich von Frankfurt. Fasziniert erkunden die beiden Flugbegleiterinnen in Ausbildung, Julia Matthias und Larissa Galitzki, Japans Hauptstadt, Tokio. Mit rund 9 Millionen Einwohnern eine der am dichtesten besiedelten Städte unserer Erde. Ich bin beeindruckt von dem Land. Ich bin generell so, dass ich sage, ich liebe andere Länder, ich liebe andere Kulturen und die kennenlernen zu dürfen und sich sein eigenes Bild davon zu machen, ist wahnsinnig interessant. Für mich ist es so quasi das Highlight des Berufs, dass man eben nicht nur fremde Menschen trifft aus anderen Kulturen, sondern eben auch in deren Länder reist. Eben gerade an Bord die Japaner bedient, gemerkt, wie verhalten die sich anders im Gegensatz zu den Deutschen. Jetzt ist man hier und sieht sie quasi da, wo sie wohnen. Und für uns ist alles aufregend. Ja, das hier ist jetzt die Lunge Tokios sozusagen. Die grüne Lunge Tokios. Die grüne Lunge Tokios. Ja, also wir haben jetzt unser Layover, ist glaube ich 48 Stunden. Man sieht natürlich nicht alles, aber man gewinnt so einen ersten Eindruck. Und ja, natürlich ist es jetzt kein Urlaub. Es ist ja immer noch Arbeit, das darf man nicht vergessen dabei. Aber es ist, also ich sage mal, lieber 48 Stunden in Tokio als gar nicht in Tokio gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. So bleibt inmitten des Yoyogi-Parks nur wenig Zeit, um auch an Familie und Freunde zu denken. Von meinem Umfeld her, ich kriege nur positive Resonanzen. Es ist sogar so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass dann so, das schon so ein bisschen, ja, sie arbeitet jetzt bei Lufthansa, sie wird jetzt Flugbegleiterin bei Lufthansa. Das ist schon so ein bisschen Statussymbol im übertriebenen Sinne, definitiv. Also ich glaube, meine Eltern sind stolz darauf, dass ich es mache und dass ich mir meinen Traum erfülle. Und um sich mit Arbeitskollegen über die zukünftige Tätigkeit als Flugbegleiterin bei Lufthansa auszutauschen. Ich habe mich deswegen auch eigentlich nur bei Lufthansa beworben. Ich habe auf eine Karte gesetzt, weil ich gesagt habe, wenn ich fliege, dann nur für die Lufthansa. Ob es das Arbeitsumfeld, die Sicherheit oder aber auch die Strecken und die Ziele sind, das war das, was mich am Ende eigentlich überzeugt hat. Oder gar nicht viel Überzeugung eigentlich gebraucht hat. Und hat alles geklappt und jetzt bin ich hier in Tokio und happy. 2 Tage zuvor in Frankfurt. Hallo. Hello. How are you today? Hallo, Luigi. Du bist die Julia oder Larissa? Genau. Hallo, willkommen. Du bist auf deinem ersten Flug heute. Ja? Genau. Super, herzlich willkommen im Team. Hallo. Hallo. Die beiden Purser, Ines und Luigi, leiten das Briefing vor dem geplanten Flug nach Tokio. Eine Kurzeinweisung, die vor jedem Flug stattfindet. So, guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem... Oh, good idea. Hello, good morning. Good morning. Welcome everybody to our flight to Tokyo today. Als ranghöchste Flugbegleiter sind sie nicht nur für Larissa und Julia, sondern für die gesamte Kabinencrew verantwortlich. If you have any questions, do not hesitate to ask all of us. Yeah, and don't be afraid. Yeah, okay. I think everybody will be happy and proud to help you. Yeah. Let's start with the position today, and Larissa and Julia will work. One colleague will work in business class and one in economy class, and on the way back we change the positions. So, Julia, which position would it be for you today? 2L. 2L? Larissa, then it's one right for you. Die Vorstellung des Teams, die Einteilung der jeweiligen Tätigkeitsbereiche und die Wiederholung wichtiger Sicherheitsbestimmungen werden während des Briefings vorgenommen. Für Julia und Larissa durchaus fordernd, ist es doch ihr erstes richtiges Briefing. Try to imagine, we are flying to Narita, we are in our descent to the airport and we land and you realize that the landing is unusual. And then you hear attention crew on station, attention crew on station. And quickly afterwards, passenger evacuation. So, what you do? After the passenger evacuation, I will open the door. If there's some fire or smoke outside, I won't open. Okay. Okay, and what about the commandos? Could we just do it all together, please? Alles liegen lassen, raus. Seatbelts off, leave everything, get out. シートベルトを外して何も持たないで脱出。 Ankunft der 3 Piloten. Befinden sich bei kürzeren Interkontinentalflügen 2 Piloten im Cockpit, so versehen beim Langstreckenflug mehrere Piloten ihren Dienst. Nach der Kurzeinweisung durch die beiden Purser erfolgt noch ein Überblick durch den Kapitän des Flugs, Ronald. Welcome to our flight to Tokyo Narita. Flight time is 11 hours and 10 minutes. In case we depart here on time, we're going to reach Narita just on time.
Dabei sind es spezielle Details über den Flug, wie außergewöhnliche Rahmenbedingungen, Ankunftszeit und erwartete Schlechtwetterzonen, die der Bordcrew näher gebracht werden. And red means be careful, there might be turbulence, and we have 2 areas. We have this one when we depart, Okay. but that should be of no major concern. But Yeah. this one, Okay. and when we arrive, or shortly before our arrival in Japan. And then I invite especially our new flight attendants to join us on the flight deck for takeoff and or landing on the way to Tokyo and also on the way back home. So please feel free. We have 1 seat available on the flight deck. Gleich nach dem Briefing geht es in Richtung Flugzeug. Die Zeit drängt, denn bis zum Start gibt es noch viel zu tun. Erfreut und aufgeregt darüber, tatsächlich im Cockpit mitfliegen zu dürfen, machen sich auch Julia und Larissa auf den Weg. Habt ihr klar? Ja. Habt ihr alles verstanden? Oder? Ja? Während des Fluges stehe ich euch dann zur Verfügung. Ja, wenn ihr Fragen habt, ich springe dann immer so ein bisschen hin und her, da einer von euch ja in der Business Class ist und einer in der Economy Class. Gemeinsam mit Luigi, dem ersten Purser auf dem Flug und damit ihrem direkten Betreuer, verlassen Julia und Larissa das Flugbetriebsgebäude von Lufthansa. Ohne große Umschweife geht es direkt weiter zum Crewbus, der bereits auf seine Passagiere wartet. Denn um die Sicherheit auf dem Rollfeld aufrechtzuerhalten, ist es der Crew natürlich nicht gestattet, sich eigenmächtig auf diesem zu bewegen. Nachdem alle Koffer verstaut sind, setzt sich der Bus in Bewegung. Langsam und über einen vordefinierten Weg fährt er auf Deutschlands größtem Flughafen zu Julias und Larissas Arbeitsplatz, dem Airbus A340. Das erste vierstrahlige Verkehrsflugzeug, das von Airbus gebaut wurde. Denn nur so war es der A340 möglich, direkte und damit treibstoffsparendere Langstreckenflüge zu absolvieren. Während das Gepäck der Fluggäste direkt am Check-in übernommen wird, ist die Crew für den Transport bis zum Flugzeug selbst verantwortlich. Erst dort wird es, so wie jedes andere Gepäckstück auch, vom Bodenpersonal verstaut. Für Julia, Larissa und ihre Kollegen beginnt die Arbeit nun im Inneren des Flugzeugs. Denn der Sicherheitscheck, der vor jedem Flug stattfindet, muss erledigt sein, bevor die ersten Gäste das Flugzeug betreten. Julia, wie weit bist du mit deinem Check? Fast fertig. Fast fertig? Ja. Welchen Bereich hast du schon gecheckt? Ja. Startschritt ist 18. Bis 18, okay. Und Forward Attendant Panel. Kommst du soweit klar? Ja. Ja? Okay, sonst fragst du nach, ja? Okay. Ich bin vorne bei Larissa und springe zwischen euch beiden dann immer hin und her. Ja? Alles klar, Okay. Alles klar. Ich achte, dass die Liste ordentlich durchgeführt wird und wenn da noch Fragen sind, dass ich zur Seite stehe und die Fragen beantworten kann. Also ich habe jetzt meine Sitzliste und jetzt zum Beispiel, dass der Sitz Gurte hat und funktioniert, also die funktioniert, dann, dass diese Listen vorhanden sind und dass die Crew-Schwimmweste auch vorhanden ist. Der Einsatz und die genaue Abarbeitung der Checklisten hat einen guten Grund. Als Unterstützung soll damit sichergestellt werden, dass während der Überprüfung des Flugzeugs kein Detail vergessen wird. Der Wahlhebel, das ist hier das, der ist im Park. Das ist immer wichtig, dass wenn das Flugzeug steht, dass der im Park ist, weil wenn der in Flight ist und ich die Tür aufmache, dann wird die Rutsche abgeschossen. Deswegen wichtig, wenn wir stehen, muss der im Park sein. So. Es geht darum, dass die Listen abgearbeitet werden nach Punkt für Punkt, damit hier nichts vergessen wird und abgehakt wird. Wenn hier Rückfragen sind, kommt man dann auf den Purser, auf mich dann hinzu und fragt danach. Ja. Sonst soll aber jeder Flugbegleiter hier selbstständig dann arbeiten. Das ist jetzt nur auf den ersten Flügen, dass ich dabei bin und die 2 unterstütze. Ja. Normalerweise werden die Checklisten auch immer gänzlich abgearbeitet. Und selbst wenn man diese mit der Zeit auswendig gelernt hat, ist es aus Sicherheitsgründen erforderlich, sie jedes Mal manuell zu bearbeiten. Dann habe ich noch einen Frühstücksfrage. Wie läuft es bei dir? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung bei dir? Genau, ich bräuchte die Notausgangsleuchtung. Ja, dann machst du hier eine Ansage. Ah, okay. Dann machst du PA. Und dann machst du eine Ansage. Ich mache jetzt die Emergency Lights an. Soll ich dir vormachen? Mach du mal. Wir machen jetzt die Emergency Lights an. Okay. Ja, dann checkst du das. Okay. Check aber deinen Bereich bitte ab, ne, dass hier die Lights alle an sind. Die Lights und die Lights, ne? Okay. Ja. Auf der anderen Seite nochmal parallel. Ja? Ist alles in Ordnung? Da drüben schaust du da oben. Da oben und da unten. Genau. Ja? Alles klar. Und dann hakst du es ab. Ne? Genau.
Den Wasserstand, den brauchen wir, ganz wichtig. Da ist auch schon mal vorkam, dass zu wenig Wasser da war, ja? Okay. Also was ich hier kontrolliere, heißt das Forward Attendant Panel, kurz FAP. Das sind so die einzelnen Funktionen wie zum Beispiel Licht oder Wasserstand des Flugzeuges momentan. Genau, oder ob es irgendwelche Bereiche gibt, die einen Call hatten. Ja. Preselect sind, also wir haben präselektiert, das heißt, wir haben 100% angefragt und im Moment ist es hier die Anzeige, ja, 50. Okay. Ja, momentan ist alles gut. Gerade wird noch Wasser aufgetankt und wenn es fertig ist, muss ich mir noch den Wasserstand notieren und dann habe ich es auch gehört. Mit ein klein wenig Hilfe von Luigi ist die Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen. Doch sind damit die Vorbereitungen noch lange nicht beendet. Denn nun ist es Zeit, die Sitzplätze zu überprüfen und die Galleys vorzubereiten. Als Galley wird die Bordküche in Flugzeugen bezeichnet. Durch das geringe Platzangebot ist es notwendig, jeden Zentimeter zu nutzen. Nicht immer eine leichte Aufgabe, wie Larissa hier feststellen muss. Deshalb wird jeder verfügbare Stauraum ausgenutzt und die Brötchen gleich direkt im Ofen eingelagert. Und selbst als visierte Flugbegleiterin kann es schon einmal vorkommen, dass die Kücheneinrichtung nicht so will, wie man sich das vorstellt. Doch kein Problem. Auch dafür gibt es eine Lösung. Nachdem auch die Gläser endlich in der Galley eingetroffen sind, kann Larissa damit beginnen, diese für die Welcome Drinks in der Business Class vorzubereiten. Ein spezieller Service, genauso wie die namentliche Anrede der Fluggäste, die ein persönlicheres Ambiente schaffen soll. Okay, schaut hier habt ihr euren Bereich. Also die Kollegen schreiben jetzt in ihrem Bereich die Passagiernamen auf, um sie dann persönlich ansprechen zu können, schon beim Einsteigen und sich persönlich bei den Gästen dann vorstellen zu können und im Nachhinein dann auch damit arbeiten zu können. Ja? Also somit können dann auf dieser Liste aufgeschrieben werden, welchen Wunsch die Gäste nach dem Start an einem Aperitif haben zum Beispiel oder später dann zum Hauptgang, welchen Hauptgang sie dann nehmen oder Dessert und Salat, was die Gäste gerne an Getränken grundsätzlich trinken. Das ist der spezielle Service für die Business Class, der neue Service, den wir hier durchführen, wo jeder Flugbegleiter seinen Bereich hat und zuständig für die einzelnen Gäste ist. Also der persönlich ansprechbare Flugbegleiter für jeden Bereich. Vor dem Flug nach Tokio. Julia, Larissa und viele weitere Anwärter befinden sich noch mitten in der Ausbildung zum Flugbegleiter. Ein Lehrgang, der nicht nur aus theoretischen Kursen besteht, sondern auch eine Vielzahl an praktischen Übungen beinhaltet. Emergency waren, glaube ich, 9 Tage in der Attrappe, knapp 9 Tage und dann vormittags war es immer theoretisch, dass man in der Theorie eben alles besprochen hat und nachmittags hat man das, was man vormittags gelernt hat, dann in der Attrappe eben anwenden müssen. Und das, wenn möglich, fehlerlos. Ja, Pushback und das Flugzeug rollt in Boston, Massachusetts zum Start. Denn im Simulator des Airbus A340 wird besonderer Wert auf korrekte Darstellung gelegt. Wie bei dieser Notwasserung gleich nach dem Start. Und so wie die Lichter im Inneren des Flugzeugs ausgehen und dieses auf dem Wasser aufsetzt, ist es Zeit für die Evakuierung. Kunterlos, alles liegen lassen, raus, Schwimmweste anlegen, Seatbelts auf, leave everything, get out, put on your life vest. Ich glaube auch, dass wir super drauf trainiert worden sind. Wie es dann im Endeffekt ist, wenn es wirklich passiert, irgendwas Schlimmes passiert, das kann man nie pauschal sagen, wie man reagiert. Aber im Prinzip mit der Vorbereitung, die wir haben, mit dem, was wir an Bord zur Hilfestellung haben, wir als Team, wie wir agieren, also da zählen so viele Faktoren zusammen, dass das am Ende ein schlüssiges Bild gibt. Hier in dem Simulator können wir das eben einigermaßen realistisch darstellen, indem wir Rauch zum Beispiel in den Simulator projizieren können, aber auch Feuer in den Toiletten oder auch Feuer dementsprechend, wenn in Handgepäckstücken zum Beispiel entstehen können.
Wir unterscheiden zwischen zwei Situationen. Einmal, was machen wir im Reiseflug bei Feuer? Dann arbeiten wir natürlich hundertprozentig auch hier mit nach Cabin Fire Procedure. Cabin Fire Procedure oder auch die Feuerbekämpfung an Bord ist eine spezielle Vorgehensweise, die eine systematische Bekämpfung des Feuers garantieren soll. Wenn wir jetzt so eine Brandentwicklung in einer Toilette haben, was natürlich auch während des Fluges vor allen Dingen sehr, sehr dramatisch wäre, wenn zum Beispiel Passagiere rauchen, dass sie natürlich dann dementsprechend schnell das Feuer auch innerhalb der Toilette bekämpfen. Und da gibt es natürlich Unterschiede, wie schwer die Gefahr ist. Ob jetzt sehr viel Rauch in der Toilette ist, dann muss es unter Umständen mit einem Smoke Hood gemacht werden, oder ob die Rauchentwicklung noch dementsprechend klein ist, dass man dann vielleicht darauf verzichtet, um vielleicht Priorität zu setzen, sofort erstmal das Feuer zu bekämpfen. Und schnellstmöglich zu löschen. Also ich finde es einfach schön, eben bei der Feuerlöschübung, dass man mal die Möglichkeit hat, dann auch einen Fehler zu machen. Also die Attrappe brennt ja nicht wirklich. Es ist Licht und es ist künstlich erzeugter Rauch. Und wenn man da einen Fehler macht, ist es nicht ganz so schlimm. Wenn man an Bord den Fehler macht, ist es sehr schlimm. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man dann eben die Möglichkeit hat, aus einem Fehler zu lernen in der Attrappe. Und so lernt man auch, dass sich das Feuer nicht unbedingt gleich beim ersten Einsatz des Feuerlöschers bekämpfen lässt. Starke Rauchentwicklung führt dazu, dass der Brandherd nur sehr schwer auszumachen ist. Daher ist es in solchen Fällen sinnvoll, den Rauch aus dem Raum entweichen zu lassen und einen Smoke Hood zum eigenen Schutz einzusetzen. Nachdem die Übung für das erste Mal ganz gut gemeistert wurde, folgt im Anschluss eine Zusammenfassung des Ausbildners, um auch die letzten Mängel auszumerzen und die Gefahren noch einmal zu verdeutlichen. Feuer an Bord ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und das müssen wir sofort bekämpfen und sofort in den Griff kriegen. Das ist ein sehr ungewohntes Gefühl, so eine Rauchtaube mal aufzusetzen, weil man künstlich, also chemisch wird Sauerstoff erzeugt und man ist es nicht so wirklich gewohnt. Und ansonsten Feuer löschen in der Übung, das ist irgendwie aufregend. Wir haben jetzt hier mehrere Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Auch das Löschen von Feuer will gelernt sein. Deshalb gibt es eine spezielle Übung, die sich nur damit auseinandersetzt. Denn es macht einen Unterschied, ob man über Feuer spricht oder ihm direkt gegenübersteht. In dem Raum üben wir praktisch zwei verschiedene Feuerarten zu löschen. Die eine ist ein Flüssigkeitsbrand, der ja auch an Bord passieren kann mit Öle und Fette und so weiter. So zeigt sich nicht nur, dass andersartige Flammenherde unterschiedlich bekämpft werden müssen, auch die richtige Haltung des Feuerlöschers spielt eine entscheidende Rolle. Und das andere ist halt der typische Feststoffbrand, der auch in so einer Wastebox entstehen kann oder auch in den Sitzreihen oder vielleicht auch oben im Bin, wenn dort Gepäck brennt. Daher muss immer darauf geachtet werden, mit welcher Art von Brand man es zu tun hat. Denn sollte man beispielsweise brennendes Öl mit Wasser löschen, könnte dies im schlimmsten Fall zur Explosion führen. Und während die einen zielsicher auf das Feuer zugehen und dieses souverän bekämpfen, zögern die anderen und haben doch noch leichte Schwierigkeiten, sich vollkommen selbstbewusst den Flammen zu stellen. Je mehr sie sich jedoch in weiteren Übungen mit dem Thema Brandbekämpfung auseinandersetzen, desto leichter wird es auch ihnen fallen. Zurück im Simulator des Airbus A340. Der Grundkurs läuft ja insgesamt 9 Tage auf dem A340 und wir haben dann jeden Tag dementsprechend circa 2 Stunden praktisches Training im Simulator. Wir bauen das ganz langsam auf, natürlich Baustein für Baustein, und schon nach dem 5. Tag haben wir ein so tolles Repertoire, dass wir dann im Grunde genommen diese kontinuierlichen Übungen immer wieder abwechselnd darstellen können. Selina, mach bitte den 3 links. Und wenn, so wie hier, Rauch aus der Klimaanlage kommt, während sich das Flugzeug noch am Boden befindet, gibt es nur noch eine Möglichkeit. Das Flugzeug muss evakuiert werden. Durch diese wiederholte Durchführung wird sichergestellt, dass alle 28 Gruppenmitglieder für eine solche Extremsituation gerüstet sind. Springen, rutschen, weg vom Fenster! Im Jahr 2016 werden von Lufthansa etwa 1400 neue Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt. In der 3 Monate umfassenden Ausbildung
die auf 70 Schulungstage verteilt ist, werden natürlich nicht nur Extremsituationen, sondern ebenso die klassische Servicedienstleistung geübt. Wir sind jetzt hier gerade in der A340-Attrappe und es passiert Folgendes, dass wir uns vorbereiten auf den zweiten Service für die Economy-Class-Passagiere und die Premium-Economy-Class-Passagiere. Und eine sehr typische Aufgabe in der zweiten Wache an Bord ist, dass wir erstmal die warmen Essen in die Öfen stauen. Und das passiert jetzt gerade. Auf Langstreckenflügen handelt es sich beim zweiten Service um die abschließende Mahlzeit, die den Fluggästen kurz vor der Landung angeboten wird. Das andere. Genau. Dann machen wir das einfach so, dass wir mal ein bisschen gucken, wie kalt das Essen ist. Ja? Können Sie ruhig auch mal dahin stellen, gucken, mal ein bisschen öffnen das mal kurz. Im Durchschnitt benötigen die einzelnen Gerichte zwischen 20 und 25 Minuten, bis sie ausreichend erwärmt sind. Also die Einteilung heute haben wir so gehandhabt, dass meine Kollegin und ich für den Getränkeservice zuständig sind und die anderen Kollegen eben für die Galley bzw. für den Mahlzeitenservice. Und ja, ich nehme heute den rechten Gang und werde da die Getränke eben verteilen. Die Attrappe der A340 selbst ist eine korrekte schematische Darstellung des Flugzeugs, durch die nicht nur die Arbeit mit den Gästen, sondern vor allem das Agieren in der Galley simuliert werden kann. Die einzelnen Buchungsklassen im Flugzeug selbst werden dabei getrennt voneinander abgebildet. Das bedeutet, für jede Klasse gibt es eine eigene Attrappe. Ich fand die Übung sehr, sehr schön, weil es war meine erste Serviceübung und sie war auf Englisch. Ich mag Englisch, ich habe mich wohl gefühlt. Mein Team war toll, wir haben super harmoniert und ich glaube, das ist immer schwierig. Also im echten Leben ist das, glaube ich, das A und O. Wenn das Team harmoniert, ist der Service auch richtig gut. Und ich bin sehr zufrieden mit mir und ja, für die erste Übung nicht schlecht. Would you also enjoy a cup of tea or coffee? Um den Umgang mit internationalen Passagieren zu simulieren, wird während der Serviceübung auch Englisch gesprochen. Ist die Kenntnis von weiteren Fremdsprachen von Vorteil, so ist Englisch eine Grundvoraussetzung, um als Flugbegleiter bei Lufthansa tätig zu sein. Ich habe jetzt gerade das Essen aus dem Ofen geholt und ich schaue jetzt, ob das soweit warm geworden ist. Also ich habe Hotelfachfrau gelernt, deswegen kenne ich mich natürlich, was Gästebetreuung angeht, sehr gut aus. Habe auch gerne im Service gearbeitet, habe an der Rezeption, in der Reservierung gearbeitet, kenne es von verschiedenen Standpunkten aus, kenne das eben auch. Der eine Gast spricht Deutsch, der nächste spricht Englisch, man switcht eben zwischen den Sprachen. Das ist für mich dann auch kein großes Problem in dem Sinne. Also das ist für mich schon eine reine Gewöhnungssache. Super. Nicht nur zwischen den Sprachen wird geswitcht. Auch bei der Bereitstellung der Mahlzeiten ist Genauigkeit geboten, weshalb sie bereits im Vorfeld gekennzeichnet und nach dem Aufwärmen entsprechend sortiert werden. Dabei ist es vor allem die Differenzierung zwischen vegetarischen und nicht vegetarischen Speisen, auf die besonders geachtet wird. Anschließend gilt es, die zubereitete Mahlzeit so schnell wie möglich anzurichten, damit der Fluggast diese gemeinsam mit einem erfrischenden Getränk genießen kann. I'd like to drink a Coke Zero. Coke Zero, would you like some ice with it? Yeah. Also lemon? Mm-hmm. Und auch wenn sich die Zitrone noch ein wenig wehrt, Enjoy. haben Julia, Larissa und ihre Kollegen die Serviceübung erfolgreich gemeistert. Alle Gäste sind versorgt und genießen ihre Mahlzeit. Also die Gäste sind jetzt noch am Essen. Die Kollegen schauen jetzt, ob das jetzt gleich abgeräumt werden kann. In der Zeit räumen wir die Galley auf, verschauen schon mal die Getränkewagen, weil der Getränkeservice findet jetzt gleich nicht mehr statt. Also wir können uns jetzt vorstellen, in der Attrappe sind wir jetzt gerade kurz vor der Landung, so in einer Stunde landen wir ungefähr. Das heißt, wir räumen alles auf, räumen es weg, damit gleich die Küche alles aufkommt. Wichtig ist erstmal, dass wir in einem Übungskontext sind und dass die Kollegen sich auch wirklich ausprobieren dürfen. Natürlich haben wir im Unterricht bestimmte Inhalte vermittelt, zum Beispiel wie man ein Essen anfasst, wie man das sicher aus dem Ofen rausholt, wie man es gastronomisch korrekt präsentiert. Und diese Regeln sollen natürlich eingehalten werden. Und da kann man schon auch sagen, das ist gelungen oder nicht gelungen. Und dann gibt es ja immer diesen individuellen Part, wie jeder persönlich den Service durch seinen Charme, durch seine Art auch ausgleitet und gestaltet, und dazu geben wir Feedback. Also das wird nicht hart bewertet, sondern da kriegt derjenige einfach auch eine Rückmeldung zur persönlichen Wirkung.
Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Auch der Service ist richtig schön rund gelaufen. Dann würden wir doch mal das arbeitende Team erstmal bitten zu berichten, wie ist es Ihnen denn so ergangen in der Küche, Frau Galitzki? War natürlich jetzt erstmal was Neues, weil in der Galley war ich ja noch nicht so in dem Sinne. Ist natürlich anders als im Flugzeug, ne, wie besprochen. Eigentlich wäre das natürlich schon alles vorbereitet gewesen von denen, die nicht in der Pause waren. Aber es lief ganz gut. Meine Kollegen haben mich tatkräftig unterstützt, wenn sie gerade nicht bei den Passagieren waren. Das hat alles gut funktioniert. Ich habe mich wohl gefühlt. Es hat mir Spaß gemacht. Ja. Ich fand es sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Ich mache gerne den Getränkeservice, weil ich gerne mit den Kunden spreche und das hat ganz gut geklappt. Ich bin zufrieden mit meinem Team gewesen, weil wir wirklich gut alle harmoniert haben. War eine schöne Übung, hat Spaß gemacht. Zufrieden sind auch die beiden Ausbildnerinnen. Das ist mir positiv aufgefallen und sich viel und gut abgesprochen haben in der Küche. Da waren ja doch einige Aufgaben vorzubereiten und zu erledigen und das haben sie als Team sehr gut gemanagt. Wir haben die Punkte gesehen, die wir erwarten, diese Zuwendung zu dem Passagier, auch dass man vielleicht schon mal ein bisschen persönlich versucht, auf den Gast einzugehen, dass man bemerkt, wenn vielleicht der Gast noch einen Wunsch hat, der noch nicht ausgesprochen wurde, dass man nochmal auf den Gast zugeht und da in der Lage sind, sich in eine Crew zu integrieren. Das ist bei uns auch sehr wichtig, da wir ja in einer ganz neuen Zusammensetzung von verschiedenen Crewmitgliedern auf die Flüge gehen. Bei all diesen Besonderheiten, die es gab mit umgekipptem Kaffee und Special Meals und das ist ja das Allerwichtigste, auch die Ruhe zu bewahren und einfach freundlich beim Gast zu reagieren und das haben sie ganz toll gemeistert. Die Kollegen geben sich jetzt untereinander Feedback. Da sind also im Vorfeld Kollegen ausgesucht worden, die jetzt nochmal im geschützten Rahmen wirklich zu zweit oder zu dritt dann den Kolleginnen rückmelden, wie sie auf sie gewirkt haben. Und das heißt, wir steigern uns da so ein bisschen. Ursprünglich hatten wir das große Feedback immer im Plenum von allen. Aber gerade was so die Außenwirkung angeht, sind das ja auch manchmal Dinge, die möchte man vielleicht nicht so im Klassenzimmer sagen und deswegen üben die Kollegen das eben auch zu zweit. Ich hatte 2 Zwischenfälle sogar. Das erste Mal gleich am Anfang hat einer meiner angehenden Kollegen seinen Orangensaft umgeschüttet und dann erstmal Servietten ausgehändigt und versucht, wie im echten Leben auch, das alles wieder aufzuwischen und den Gast dabei sich wohlfühlen lassen. Und das zweite Mal war auch bei mir, da hat dann eine Kollegin ihren Kaffee verschüttet und ich hatte dann gar keine Servietten dabei. Bin dann ganz schnell zurück in die Küche und habe dann Servietten gebracht und nochmal nachgeschenkt. Ja. Einfach überspielen und dem Gast da jetzt auch nicht irgendwie die Augen rollen oder Vorwürfe machen, weil das kann ja mal passieren. Das passiert jedem Mal. Mir passiert ständig. Die Frau Galitzki und die Frau Matthias, die erleben wir als bereits sehr gute Dienstleisterinnen. Also man kann sehr gut erkennen, dass sie Freude mitbringen an dieser Tätigkeit. Sie haben beide ein gutes Auftreten vor dem Kunden, entspricht also auch unseren Erwartungen. Sind wir sehr zufrieden mit beiden. Zurück auf dem Flug nach Tokio. Unermüdlich begrüßen Julia und Larissa die eintreffenden Fluggäste. Es ist immer wieder das Gleiche natürlich und man sagt immer wieder Willkommen an Bord, Welcome on Board. Aber im Prinzip, das gehört dazu, das gehört zum Job. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord. Und sobald das erste Problem auftritt, sind sie auch schon zur Stelle. Wie hier beim professionellen Verstauen des Handgepäcks. Jetzt kannst du schon mal anfangen mit den Welcome Drinks hier. May I offer you a welcome drink? Sparkling wine for both of you? Juice? Noch bevor das Flugzeug anrollt, wird in der Business Class bereits die erste Erfrischung ausgegeben. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Ich denke, wir werden uns gleich pünktlich in Bewegung setzen. Die Flugzeit ist heute mit 11 Stunden und 10 Minuten Boarding completed. Cabin crew, all doors in flight. Bis der Flug schließlich losgeht. Während Ronald und seine beiden Co-Piloten nach dem erfolgreichen Start die A340 sicher in Richtung Tokio fliegen,
beginnt in der Galley der Economy Class das Briefing für den bevorstehenden Service. Okay, dear colleagues, welcome on this economy team. Please ensure that she can ask you all questions she may have. Unter der Führung von Luigi werden noch einmal die wichtigsten Aspekte besprochen. Dies beinhaltet sowohl spezielle Bedürfnisse einzelner Gäste, als auch die schrittweise Durchführung des Services selbst. Für Julia ein spannender Moment, da es sich dabei um ihren ersten wirklichen Service handelt. Genauso wie für Larissa, die auf der anderen Seite des Flugzeuges bereits mit den Regeln der Physik kämpft. Alles klar bei dir? Habt ihr schon angefangen mit den Aperitifs, oder? Die machen wir gerade. Also das Highlight an Bord ist, eine Bierflasche aufzumachen, weil die schäumt gerne über. Und während die letztendlich doch erfolgreich geöffnete Bierflasche den Gast wohlbehalten erreicht, bahnt sich bereits eine ähnliche Herausforderung an. Oh, da ist Druck drauf. Soll ich mir nehmen? Soll ich? Mhm. Okay. Ha! Nicht überbeschäumt. Das ist das Problem, wenn man die hier aufmacht, da kommt es immer direkt rausgeschäumt und wegen dem Druck einfach. Weil die hier alle durchgeschüttelt werden beim Start, man merkt ja selbst, dass Passagier ruckelt. Das ist auch das Problem, wenn wir Schaumwein oder so aufmachen, dann müssen wir echt immer aufpassen, dass wir den Korken irgendwie gut festhalten, damit er uns nicht durch die Decke geht. Und auch diese Situation wurde von Larissa perfekt gemeistert. So zeigt sich gleich zu Beginn der Reise, dass die absolvierte Ausbildung Julia und Larissa gut auf den tatsächlichen Flug vorbereitet hat. Auch wenn noch einiges ungewohnt erscheint. Es ist ein Riesenunterschied, das Training vorher und das jetzt dann in der Realität ausführen zu dürfen. Es ist viel, viel anstrengender natürlich, weil die Begebenheiten in der Luft und die Luftfeuchtigkeit und natürlich, da spielt so viel mit hinein und man rennt immer wieder zwischen Kabine und Galley hin und her. Es ist aber auch so, dass wir im Training zwar alles in der Theorie besprochen haben, viele auch praktisch geübt haben, aber nie alles. Also mal so einen kompletten Ablauf dann an Bord mitzumachen, da merkt man relativ schnell, oh, da fehlt mir einfach noch viel. Dennoch wird es anschließend Zeit für den ersten großen Service. Dann nehmen wir jetzt die Eindeckwagen und servieren quasi aus dem Eindeckwagen die Vorspeisen und dazu gibt es gleich Getränke. Danach räumen wir ab und dann gibt es die Warmessen. Während Larissas Kollegin Denisa die Speisen vorbereitet, ist es erneut ihre Aufgabe, sie den Gästen zu servieren. Nachdem alle Gäste versorgt sind und zum Teil bereits ruhen, besteht nun auch für Julia die Gelegenheit, sich in die Ruhekabine zurückzuziehen. Also der Purser teilt ein in erste Pause, erste Wache, zweite Pause, zweite Wache. Dann ist es eben so, dass die Crew geteilt wird und die erste Hälfte hat dann Pause, darf runtergehen, sich hinlegen, währenddessen die andere Hälfte oben in den Galleys Wache hält. Dann ist aber auch wirklich so, man hat dann nicht viel Zeit, weil die anderen warten ja auch auf einen. Und dann geht auch gleich der zweite Service immer los. Dann kann man noch kurz auf Toilette, vielleicht schnell die Zähne putzen, die Haare nochmal richten, irgendwie gucken, dass das Gesicht nicht total zerknittert ist und dann geht es eigentlich auch schon wieder weiter zum Arbeiten. Wenige Stunden vor der Landung ist der Großteil der Passagiere bereits wieder munter. Auch für Julia und ihre Kollegen ist es an der Zeit, sich fertig zu machen. Gemeinsam werden die letzten Korrekturen vorgenommen, um sich anschließend wieder voll und ganz auf den Service zu konzentrieren. Startet das Ganze mit, ob sie gut geschlafen haben, weil dann kommt man so ein bisschen rein, dann merkt man, ob sie jetzt schon wach sind oder nicht. Wir starten ja immer schon mit dem Wachmacher, mit dem Kaffee, dass wir erst vom Service rausgehen und dann eben fragen, ob sie schon Kaffee möchten. Ja, und dann mit dem, jetzt natürlich die Herausforderung, in Anführungsstrichen das japanische Essen, weil man dann noch ein paar Sachen hin und her tragen muss. Bei dem westlichen ist es einfacher, das hat man auf dem Wagen, stellt es drauf und dann geht das schneller. Genau wie beim ersten Service gibt es für die Fluggäste abermals die Möglichkeit, zwischen 3 unterschiedlichen Mahlzeiten zu wählen. In der Business Class handelt es sich dabei erneut um japanische und europäische Kost. Auf Porzellan angerichtet und an den Platz gebracht, entspricht diese Art des Service der Philosophie von Lufthansa, die seit Ende 2015 auch in die Business Class der A340 Einzug gehalten hat. Und während die Gäste zufrieden speisen, ist es für Larissa und Julia an der Zeit für ein erstes Resümee. Larissa, wie geht's dir nach dem ersten Leck jetzt? Sehr gut. Lass uns doch mal so einen kleinen Zwischenstand machen. Wo kann ich dich noch unterstützen oder
Wie ist es für dich gelaufen? Prinzipiell gut. Ich glaube, also mir fehlt einfach noch die Routine. Ich glaube, wenn man die Routine hat, dann läuft es einfacher, wenn man weiß, was man als nächstes zu tun hat. Ja. Dann geht das, glaube ich, ganz flüssig von der Hand. Alles, was er so angemerkt hat zwischendurch, damit hat er recht. Das ist natürlich, also zum Beispiel hatte ich beim Eindecken, war ich so in diesem, okay, was kommt als nächstes, was muss ich als nächstes auf den Tisch legen? Und dann hat man so einen leicht angespannten Gesichtsausdruck, was für die Passagiere eben unfreundlich wirken kann. Da muss man darauf achten, dass man dann, auch wenn man sich dem Eindeckwagen zudreht, trotzdem lächelt, damit die Gäste sich nicht denken, warum guckt sie so grimmig. Das ist einfach nur noch Routine, was mir jetzt fehlt und so ein bisschen das einfach öfter zu machen, dass ich auch schneller werde und dass ich die anderen dann auch besser unterstützen kann. Ich habe heute noch mal viel gelernt. Es ist immer wieder, dass man Neues dazu lernt und irgendwie nicht auslernt, habe ich jetzt gemerkt. Und nee, ich fange damit, ich nehme das auch mit und nehme es gerne an und kann davon wirklich profitieren. Und dann wird Larissa die besondere Ehre zuteil, die Landung vom Cockpit aus mitzuerleben. Also im Cockpit landen zu dürfen, das war sehr schön. Das Tolle ist, man hat eben das Headset mit auf, hört den Tower mit. Viel verstehen tut man nicht. Also es ist natürlich jetzt, je nachdem wo man hinfliegt, den englischen Akzent der Kollegen aus dem Tower ist es halt schwierig zu verstehen. Ich hatte auch das Glück, dass wir 3 Piloten vorne sitzen hatten. Ich neben einem saß und er hat mir dann immer was gezeigt. Hat dann er konnte besser die Landebahn sehen, hat mir direkt gezeigt, da vorne ist sie und dann war es schön, das Ganze zu sehen, wie einfach mal gelandet wurde. Einfach mal Sushi gegessen wird dafür, zur Feier des Tages, natürlich im Kreise der Kollegen. Die Zusammenarbeit mit den Pursern fand ich sehr gut, denn wir kannten uns schon so ein bisschen, aber ich fand es sehr hilfreich, weil sie gefragt haben, kann ich was helfen, immer für Fragen aber auch bereit standen, aber mir auch nicht irgendwie auf die Pelle gerückt sind und mich, ich sag mal, übermuttert haben. Also ich habe mich von den Pursern sehr gut unterstützt gefühlt, auch von den anderen Flugbegleiterkollegen, weil das Schöne ist, man kriegt immer noch so Tipps gesagt. Und teilweise war das, dass ich zwar von der Schulung grob wusste, wie es jetzt weitergeht, aber man hat natürlich den ganzen Ablaufplan noch nicht wirklich im Kopf. Und dann kommt dann eben, ja, jetzt musst du das und das machen. Und die konnten dann einfach immer sehr gute Ratschläge geben. Ratschläge gibt es dann auch am nächsten Tag für den Besuch von Tokios Innenstadt. Denn bei der Benutzung des am stärksten frequentierten U-Bahn-Systems der Welt kann es schon einmal passieren, dass man sich in den Massen verläuft. Ihr Übriges dazu beitragen kann aber auch die Ablenkung durch die Vielzahl an Motiven. Eine Kollegin wie Denisa, die Tokio bereits seit vielen Jahren kennt, ist daher durchaus von Vorteil. Wir sind hier bei der Takeshita Street. Die Straße ist sehr bekannt hier in Tokio. Hier sind viele junge Menschen, die sich treffen, vor allem am Wochenende. Ah ja. Wenn ihr hier am Wochenende seid, seht ihr wahnsinnig viele, die verkleidet sind, Mädels in Manga-Sachen. Ah ja. Und es gibt viele Geschäfte, auch so ein bisschen Underground-Mode ist hier zu finden. Okay. Ja, schaut mal nach links und rechts. Zuckerwatte? Ja, Zuckerwatte. Ich habe mir eine typisch japanische Zuckerwatte geholt, wie man da drüben sehen kann. Ja. Essen die Schulkinder das wohl auch ganz gerne. Hat mich jetzt 700 Yen gekostet und die bereiten das auch erst zu, wenn man auch wirklich zuguckt, weil sie wollen, dass man sieht. Ja. Und ja, ich würde sagen, greift zu. Ganz was Neues. Ein Eindruck, den ich noch nie vorher so hatte. Und gerade der Kontrast zwischen Anzug und dann hier auf der Straße mit diesen schon fast Kunstfiguren. Also es ist sehr eindrucksvoll und macht Spaß anzugucken. Ich war ja noch nie in Japan und man kennt es zwar so klischee-mäßig und klar, momentan wird gerade so das Klischee erfüllt. Überall sind irgendwelche Hello Kitties. Die Mädels haben alle ihre Faltenröckchen an und Kniestrümpfe und Pumps dazu. Es ist schon irgendwie ein bisschen, wie man sich vorgestellt hat. Ich finde es total toll und ja, ich möchte am liebsten die ganze Zeit fotografieren. Und zum Fotografieren gibt es in Tokio noch einiges. Doch bereits am nächsten Tag geht es für Julia, Larissa und ihre Kollegen wieder in die Lüfte. Und damit zurück nach Frankfurt. Also wie es bei der Lufthansa weitergeht, beruflich, ich möchte auf jeden Fall erstmal fliegen. Einmal die Welt umfliegen wäre so der Plan, mindestens einmal. Ich möchte vielleicht nebenher noch bei der Lufthansa irgendwie eine Ausbildung machen, dass wenn ich irgendwann nicht mehr fliegen kann, dass ich dann noch was habe. Ich
will mir auch einfach nicht zu hohe Ziele stecken. Ich möchte es lieber peu à peu machen. Lufthansa treu will ich allerdings bleiben. Ja.